Hallo Freunde der Technik, liebe Abonnenten und Zaungäste. In dieser Folge werde ich berichten, was ich bereits gemacht habe und was noch gemacht wird. Beginne aber erstmal mit der Erläuterung meiner Strategie. Die Arbeiten werden in 4 Etappen stattfinden. Der erste Abschnitt findet in dem Frontbereich statt, zwischen der Stoßstange und der B-Säule. Die zweite Etappe findet hinten statt, beginnt an der Stoßstange und endet an der B-Säule. Im dritten Schritt wird es um die Lackierung gehen und um die Vorbereitung. Und zum Schluss der letzte Abschnitt, der Innenraum. Aktuell befindet sich mein Projekt in der ersten Phase. Um alle Roststellen zu finden, habe ich mit der Demontage begonnen, habe die beiden Scheinwerfer, Blinker, die Stoßstange, Motorhaube und die Motorhaubendämmung abgebaut. Dadurch konnte ich mehrere Roststellen lokalisieren, zum Beispiel hier an der Beifahrerseite. Da wurde in der Vergangenheit ein Blech eingeschweißt, ja, nicht ganz so professionell, rostet auch schon kräftig. Der Stoßstangenhalter ist durchgerostet und muss ersetzt werden. Das heißt, in dem Bereich werde ich das Stück hier ausschneiden, neues Blech einschweißen und natürlich auch neuen Stoßstangenhalter verwenden. Die Teile, die ich dafür benötige, habe ich bereits. Das Blech und den Stoßstangenhalter. Gleich in der Nachbarschaft an der Schwellerspitze gibt es auch eine kritische Stelle, also in dem hinteren Bereich. Hört sich alles gut an, aber ganz vorne, jetzt haben wir schon kräftig durchgerostet. Die Schwellerspitze muss dann auch geschweißt werden. Dafür gibt es auch diverse Einschweißbleche oder Reparaturbleche. Werde ich mir auch noch besorgen müssen. Und an der Fahrerseite die gleiche Stelle. Hier auch durchgerostet. Ziemlich stark. Der Stoßstangenhalter ist aber noch in Ordnung. Hier werde ich aber in dem Bereich auch das Stück ausschneiden und ein Reparaturblech einschweißen. Die Schwellerspitze sieht hier sehr gut aus. Hier muss nichts gemacht werden. Dafür aber gibt es eine Durchrostung an der Tür. Da werde ich mir noch Gedanken machen müssen, wie ich das beseitige. Aber auf jeden Fall muss hier auch geschweißt werden. Ansonsten ist es alles, was ich in dem Frontbereich an Rost entdeckt habe. Es gibt hier nur noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel an der Motorhaube. Hier haben wir ein bisschen Flugrost, habe ich schon gebürstet, muss aber noch mit Rostentferner beseitigt werden. An der Seite genau das gleiche, war schon deutlich weniger. Und dann hier an der Motorhaube habe die Fläche schon gebürstet, die ist sauber, kann jetzt auch entrostet werden. Dafür werde ich die CSD-Reinigungsscheibe benutzen und den Rostentferner. Die beiden ausgebauten Kotflügeln sind zwar rostfrei, aber die Passgenauigkeit ist nicht ganz so gut. Vor allem die Beifahrerseite ist schon sehr kritisch. Ich werde wahrscheinlich an der Seite einen neuen Originalen einsetzen. Und an der Fahrerseite muss ich gucken, ob ich die Passgenauigkeit noch verbessern kann. Das Thema Rost ist also relativ überschaubar. Ich muss zwar schweißen, aber das hält sich noch in Grenzen. Die Problematik ist auf jeden Fall händelbar. Was den Unterboden betrifft, äußerlich sehe ich bis jetzt keine Auffälligkeiten, werde mir das aber noch genauer angucken, wenn ich unten alles abgebaut habe. Ich habe schon die gesamte Vorderachse ausgebaut, da wird noch die Demontage der Lenkung folgen und dann werde ich mir den Unterboden genau anschauen. Zum Thema Vorderachse wurde mir schon sehr oft die Frage gestellt, ja, was machst du mit den abgebauten Teilen, wirst du die verwenden, nimmst du neue Teile? Da sehen wir jetzt die Antwort. Hier sehen wir den neuen Querlenker von Lehmförder. Natürlich mit dem bereits eingebauten Traggelenk. Dann Stoßdämpfer von Bilstein. Feder von Sachs. Domlager auch von Lehmförder. Und die Federaufnahme von Meile. Genau das gleiche gibt es auch für die andere Seite. Das bedeutet, dass an der Vorderachse alle Teile durch neue ersetzt werden. Die einzige Ausnahme ist der Lenkstabilisator. Den werde ich instand setzen.
Wenn ich schon bei dem Thema Instandsetzung bin, dann noch ganz kurz zu dem Achsschenkel. Er bekommt neue Radlager. Das Blech wird abgebaut, entrostet und lackiert. Jetzt komme ich zu dem Motor. Er ist in einem sehr guten Zustand. Hier muss wirklich sehr wenig gemacht werden. Ich habe aber schon bereits die Motorlager ausgetauscht. Das Getriebelager wird noch folgen. Und im Anschluss werde ich mich um die Ansaugbrücke und die Abgasrückführung kümmern. Und jetzt zu der weiteren Vorgehensweise. Ich werde die Demontage fortsetzen, werde die Lenkung abbauen. Die ersten Teile dafür habe ich schon bekommen. Der Rest ist bestellt. Ich werde auch an der Stelle wie an der Vorderachse alle Teile austauschen. Anschließend werde ich mich mit dem Unterboden beschäftigen. Dann folgen die Entrostungs- und Schweißarbeiten und zum Schluss wird alles zusammengebaut. Und dann ist die erste Phase von meinem Projekt abgeschlossen. Ja, das war mein Projekt-Update. Viele interessante Folgen werden noch kommen. Wird auf jeden Fall spannend. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und du, lieber Thomas, dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag.